Hallo, schön, dass ihr wieder da seid. Meine Kollegen haben mich gebeten, mal darüber zu erzählen, warum wir tun, was wir tun. Also warum stehen wir morgens auf? Warum stehen Menschen in der Boris Gloger Consulting bzw. der Boris Gloger Professionals in Wien auf, um jeden Morgen mit euch zu arbeiten, als Consultants, als Trainer? Warum schreibe ich Bücher? Warum haben wir in den letzten 5, 10 Jahren, dass ich selber, einige meiner Kollegen 5 Jahre, andere kurz dabei, aber warum sind die so fasziniert von dem, was wir hier tun? Und da gibt es viele Antworten zu, und die Antwort, die ich bis vor einiger Zeit, so ungefähr letztes Jahr Weihnachten, immer erzählt habe, ist, wir wollen dabei helfen, oder ja, unser Ziel ist es, dass Menschen, die jeden Tag zur Arbeit fahren, am Ende ihres Arbeitstages wieder nach Hause fahren und so viel Spaß, so viel Freude in ihrer Arbeit hatten, dass sie nach Hause gehen können und eigentlich total aufgeladen sind, weil es ihnen da so gut ging, um dort nochmal mit ihren Kindern 2, 3, 4 Stunden zu spielen. Also sie werden durch die Arbeit nicht kaputt, sondern eigentlich gesund. Das ist so meine innere Motivation. Mir ist das immer ganz wichtig gewesen. Das Problem mit diesem Why, das ist meins, und meine Kollegen haben ein ähnliches, können es aber nicht ganz so, würden es nicht so ausdrücken wie ich, weil das ihr ganz Persönliches ist. Und die Schwierigkeit mit solchen Whys, und das ist vielleicht so ein bisschen die Lehre, die ich für euch als Product Owner beispielsweise habe, ist, die Schwierigkeit des Whys ist, dass es schlecht ausdrückbar in Worten ist, weil dieses Why kommt aus dem ganz inneren, eigentlich ist es das limbische System in eurem Gehirn, und das hat keine Verbindung zur Großhirnrinde. Also das Kleinhirn ist nicht verbunden mit dem Großhirn, und deswegen hat es kein Sprachzentrum. Das Why, also die Begründung, warum wir morgens aufstehen, kommt aber daher, da kommen unsere Antriebe her, der Freud hat früher gesagt, das ist der Trieb. Ja? Nach dem wäre es eh nur Sex, aber das ist ein anderes Thema. Hier geht es erstmal darum zu sagen, warum will ich das machen? Und das lässt sich schwer ausdrücken, und mein Bild ist halt einfach dafür zu sagen, ich würde gerne wo arbeiten, beziehungsweise würde ich gerne dafür sorgen, dass Menschen, die arbeiten, abends noch Lust haben, mit ihren Kindern zu spielen. Ich finde das ein tolles Bild. Andere Kollegen sagen, sie stehen morgens auf, weil sie wirklich daran teilhaben wollen, wie momentan das Internet of Things sich gestaltet. Also wie diese ganzen Veränderungen passieren, wie die Digitalisierung passieren. Wir haben da Lust drauf, das mitzugestalten. Also es geht um ganz viel Gestaltung. Dieses Why hat bei uns eine bestimmte Ausprägung. Also es gibt noch ein sogenanntes How. Also wie genau machen wir das? Ja. Wir haben uns dazu entschieden, zu sagen, wenn wir etwas machen, dann muss es für euch einfach und klar sein. Da ist schon die Schwierigkeit drin, weil hochkomplexe Zusammenhänge einfach und klar zu formulieren, gelingt auch nicht immer, ist aber die Grundidee dahinter. Also wir wollen die Dinge so auf den Punkt bringen, dass sie verständlich werden. Ja, das geht nicht immer, und manchmal kann es auch gut passieren, dass man es versucht und ist trotzdem diffus, und liegt aber meistens daran, um mit den Philosophen zu sprechen, weil man selber noch nicht die klaren und einfachen Gedanken hat. Also Schopenhauer hat zum Beispiel über Kant gesagt, dass der Kant in dem Moment, wo er dunkel und unklar wurde, einfach keine Ahnung hat. Das kann schon sein, dass uns das auch manchmal passiert, dass wir über Dinge reden, die wir so noch nicht wirklich konzeptionell verstanden haben. Aber zu dem How, also diesem einfach und klar, gehört auch sowas wie Professionalität, Stil und natürlich, jeder, der uns ein bisschen kennt, es muss halt immer ein bisschen was Orangenes dabei sein, nicht? So. Das ist so das How. Da könnte man noch stundenlang drüber sprechen, was uns genau ausmacht, wie wir versuchen, ein bisschen anders zu sein als andere. Und
Jetzt, was tun wir denn eigentlich? Also wir haben ein Why, wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen morgens Lust haben zu arbeiten, damit sie abends nicht noch Spaß haben, mit den Kindern zu spielen. Dann gibt es halt noch diese Geschichte, was wir tun, also das What. Und das What, das ist bei uns ja ganz viel. Das ist Consulting, das ist Training, wir schreiben Bücher und Artikel, wir haben die Checklisten, wir haben sogar eine App. Also wir machen ganz viele Ausprägungen dessen, um euch dabei zu unterstützen, genau das zu erreichen. Und da gibt es halt verschiedene Ebenen. Es gibt das Individuum, also ihr selber, ich. Dann gibt es immer das Du oder ihr, sagen einige. Und beim Ich, da ist man so sagen, also was kann ich als Scrum Master machen und lernen, was kann ich als Product Owner machen und lernen, was kann ich als Development Teammitglied lernen, etc. Ihr, was müssen die anderen über uns lernen und wissen, also wie muss eine Organisation aufgebaut sein, das sind dann die agilen Transitionen, etc. Also immer diese Bereiche Ich und das Ihr miteinander zum Arbeiten zu bringen. In den verschiedensten Konstellationen. Aber nur um es nochmal zusammenzubinden, wir stehen morgens nicht auf, um Scrum zu implementieren. Das ist ein Aspekt unseres Tuns. Wir stehen morgens auf, damit sich Menschen gesund arbeiten können, dass sie wirklich Spaß an dem haben, was sie tun. Und wir glauben daran, das ist schon so, dass uns Scrum dabei unterstützt. Das ist so der Grund, weswegen wir aufstehen, und vielleicht ist mir das ja gelungen, das einfach und klar auszudrücken, sodass ihr vielleicht Spaß habt, es auch mal auszuprobieren mit Scrum. Viel Spaß damit!